Ich bin inzwischen 22 Jahre alt. 21 dieser Jahre sind an mir vorbeigezogen, als wäre dabei gerade mal ein Atemzug vorübergegangen. Nur diese letzten 365 Tage, dieses verdammte 22. Jahr, wird vermutlich als eines der aufregendsten, schlimmsten, aber auch bedeutendsten Jahre für immer in meiner Erinnerung bleiben. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder nicht, aber ich komme mir so vor, als wäre es mein Schicksal gewesen, so viele Lektionen und Erfahrungen zu sammeln, wie nur überhaupt möglich. Ich habe in der letzten Zeit verdammt viel dazugelernt. Teilweise Dinge, die manche Menschen vielleicht ihr ganzes Leben lang nicht lernen werden. Und ich verspüre immer mehr den Drang danach, darüber zu reden. Erstens, sich selbst finden. Wer bin ich eigentlich? Wer will ich sein und wer war ich bis jetzt? Fühle ich mich gerade wohl in meiner Haut? Würde ich viel lieber jemand anders sein? Habe ich bis jetzt mein wahres Ich vor anderen versteckt? Dinge vermieden, die mich eigentlich ausmachen? Es kommt einem so vor, als müsste man darüber gar nicht nachdenken. Denn die Gesellschaft zwingt uns sowieso, einem bestimmten Muster anzugehören, wenn wir normal sein wollen. Aber was ist, wenn nicht? Was wäre, wenn unser Leben viel schöner, bunter, freier wäre, wenn wir es so leben würden, wie unser inneres Ich es gern tun würde? Ich drücke das mal einfacher aus. Wenn dir irgendjemand sagt, es ist falsch, etwas zu tun oder sich in irgendeiner Weise zu verhalten, weil es nicht der Norm entspricht, dann streiche diesen jemanden von der Liste der Menschen, die dir wichtig sind. Du brauchst Beispiele? Here we go. Du hast Klamotten in deinem Schrank, die du eigentlich liebst, aber noch nie anhattest, weil du Angst vor der Meinung anderer hast. Zieh diese Klamotten an. Jeden Tag. Du bist ein Junge und würdest dir liebend gern die Nägel lackieren? Dann mach. Du fühlst dich, als wärst du im falschen Körper und würdest im tiefen Inneren gern dem anderen Geschlecht angehören? Dann denk genau darüber nach, ob du das wirklich willst. Und wenn ja, mach dir gewiss, dass du irgendwann auch dieser jemand sein kannst. Und wieso sollte es überhaupt irgendjemanden kümmern, welchem Geschlecht du angehörst? Was hat deine Anatomie mit deiner Persönlichkeit, deiner Denkweise, deinen Emotionen und deinem Handeln zu tun? Schon mal darüber nachgedacht? Jeder Mensch ist anders. Geschlechterrollen gehören Grundsätzen an, die eine verklemmte, beschränkte Gesellschaft irgendwann vor vielen Jahrhunderten bestimmt haben und keinesfalls richtig sind. Man kann einen Menschen nicht in irgendeine Schublade stecken. Dafür sind wir viel zu komplex und ungleich. Krass, oder? Und jetzt denk mal genauer über dich nach. Zweitens, das Wichtigste ist, dass ich glücklich bin. Klingt vielleicht sehr egoistisch, hat aber rein gar nichts damit zu tun. Menschen sagen uns, wie wir sein sollen. Werd bloß nicht fett. Niemand will sich mit jemandem sehen lassen, der zu dick ist. Abi musst du mindestens haben, sonst bist du ja dumm. Denk dran, dass du dich nicht so auffällig anziehst, sonst denken die Nachbarn noch sonst was. Nackt vor anderen zu sein ist sowieso das Ekligste. Und wenn du dich nach einer gescheiterten Beziehung direkt in die nächste stürzt, bist du selbst dran schuld, dass dich jeder beleidigt. Jeder von uns will angesehen sein, von jedem gemocht, perfekt sein. Und komischerweise werden diese Regeln von gerade den Leuten aufgestellt, die diesen Idealen nicht entsprechen. Anstatt derjenige zu sein, der sie eigentlich sind, verstecken sie sich hinter einer Fassade, die ein perfektes Leben vorgaukelt. Man könnte sein Leben natürlich auch einfach so leben, wie man es eigentlich gern machen würde. Aber nee. Der einfachere Weg ist es immer noch, seine Probleme zu verdrängen und andere dafür zu beleidigen, dass sie stolz darauf sind, derjenige zu sein, der sie sein wollen. Klar regen sich Leute auf und lästern, aber auch wenn du es vielleicht nicht denkst, es ist eigentlich so ziemlich jedem egal, was du machst und wie du aussiehst. Vielleicht nicht für den Moment, in dem über dich geredet wird, aber spätestens 5 Minuten später, wenn jeder wieder seine eigenen Probleme vor sich sieht. Menschen reden gern, machen sich über Dinge lustig, aber komischerweise nie über sich selbst, obwohl jeder Einzelne genug über seine eigenen Schwächen lästern könnte. Drittens, reden halt alle Wunden. Auch wenn es gerade nicht so scheint. Diese Sache, mit der du zu kämpfen hast, geht wieder vorbei. Vielleicht nicht heute oder morgen, vielleicht auch nicht nächste Woche. Aber du hast Menschen um dich, die dich lieben und denen du wichtig bist. Vielleicht zeigen sie es dir nicht so sehr, wie du es gern hättest, aber sie sind da. Also verschließe dich nicht, sondern rede. Die intelligentesten Menschen können gleichzeitig die ignorantesten und eingeschränktesten Menschen sein. Es liegt nicht am Verstand, dass die Gesellschaft so ist, wie sie ist. Bei manchen Menschen kommt irgendwann der Punkt, an dem sie sich Gedanken darüber machen, ob das überhaupt richtig ist, wie sie bestimmte Dinge sehen oder ob vielleicht viel mehr dahinter steckt, als sie bisher glaubten. Manchen Menschen muss man erst vor den Kopf stoßen, um sie zur Selbstreflexion zu bringen. Und manche Menschen wollen gewisse Dinge einfach nicht wahrhaben. Wenn man etwas nicht einsehen will, dann wird man es auch nicht einsehen. Ich mache dieses Video in erster Linie nicht, um irgendjemandem zu sagen, dass er falsch denkt, seine Ansichten nicht richtig sind oder ein beschränktes Weltbild hat. Ich mache dieses Video, um denjenigen von euch, die sich in Stereotypen gedrängt fühlen, zu sagen, dass ihr nicht anders, sondern ganz normal seid. Versteckt euch nicht vor euch selbst. Seid stolz darauf, derjenige zu sein, der ihr seid. Denn nur das macht euch zu etwas Einzigartigem.